Jo, moin aus Hamburg. Wunderschöner Himmel. Ich kann so richtig weit Richtung Himmelblau schauen. Und ich stehe hier vom Messegelände, denn heute ist die Freizeitweltenmesse hier in Hamburg. Und da will ich mir mal ein paar Sachen angucken. Unter anderem gibt es 3 Hallen mit Wohnmobilen. Habt ihr Bock mitzukommen? Dann los. Ja, ich habe mal gleich das erste Highlight hier abgegriffen bei Alpine. Einige von euch werden dieses Fahrzeug wahrscheinlich schon gesehen haben, denn es stand auch schon in Stuttgart. Aber ich habe jetzt die großartige Möglichkeit, mir dieses Fahrzeug auch einmal anschauen zu dürfen. Beziehungsweise wird es uns sogar präsentiert. So sieht's aus. Moin. Toll, ich freue mich, hier auf eurem Stand stehen zu dürfen. Und ich wäre begeistert, wenn ihr mal ein bisschen was zu diesem Fahrzeug erzählen könnt. Wie ist überhaupt die Idee entstanden? Ja, wie so viele Ideen kamen die nicht bewusst, sondern irgendwie aus dem Biergespräch raus. Ja. Dass wir uns überlegt haben, wir erleben gerade selber als sehr konservatives Unternehmen, dass die Arbeitswelt sich geändert hat und dass wir plötzlich von zu Hause arbeiten können, ohne dass die Firma und die Welt zusammenbricht. Ja, einer der großen Vorteile von Corona, ne? Plötzlich war Homeoffice möglich. Vermutlich einer der wenigen. Ja, absolut. Und dann haben wir uns überlegt, naja, wir hatten Wohnmobile zum Testen immer mal wieder für unsere Entwicklung, die wir halt vor dem Armaturenbrett betrieben haben, ja. Navigationsgeräte und so weiter. Und hin und wieder habe ich auch mal in den Dingern gearbeitet und fand es eigentlich gruselig. Und dann ist so langsam im Team der Gedanke erwachsen, wie kann man es besser machen. Es fing ganz klein an mit einer Vorversion von diesem Tisch mit aufklappbarem Bildschirm und Tastatur drin und ging dann weiter über, naja, wenn ich schon eine Teams-Konferenz da drin habe, will ich nicht, dass der Nachbar gerade zuhört, was los ist. Außerdem soll es nicht klingen, als würde ich irgendwo auf der Schüssel sitzen. Und dementsprechend haben wir dann akustische Maßnahmen eingeführt. Wir haben uns unserer japanischen Traditionen besonnen. Deswegen haben wir auch diese minimalistische Designsprache hier, die sehr organisch wirkt. Ja. Und wir wollten halt nicht dem Kunden das Gefühl geben, dass er irgendwo zwischen Tupperware und einer Apothekerküche sitzt. Und ich denke, die Resonanz in Stuttgart zumindest hat bewiesen, dass es uns doch recht gut gelungen ist. Und ihr wollt mit dem Fahrzeug auch so in Serie gehen, habe ich gehört. So sind wir jetzt erstmal im Prototypstatus. Da muss noch einiges gefunden werden. Zum Beispiel so ein paar 100 Kilo, die wir abspecken müssen. Okay, leider ja immer ein großes Problem. Ja, klar, ja. Aber wie gesagt, hier arbeiten wir mit hochdichten Schäumen, einfach der Zeit geschuldet. Das wird nachher ein Bambusmix sein, der wesentlich leichter ist, geringere Dichte hat. Ja. Und so wird sich dann eins zum anderen finden. Und wir wollen halt sehen, dass wir die 250, 280 Kilo Zuladung auf 3,5 Tonnen dann auch realisieren. Ja, ja, super. Okay, ja, magst du uns mal ein bisschen was vom Fahrzeug zeigen? Die meisten kennen uns ja noch aus der Ecke Sound und gutes Klangerlebnis im Auto. Und da haben wir hier ein Highlight, was hier wie eine Zierblende aussieht oder eine Belüftung. Das ist ein Feld aus 8 Lautsprechern, die im Mittelhochtonbereich abstrahlen. Und das Ganze haben wir auf beiden Seiten. Das Schöne an den Lautsprechern ist, sie sind nicht nur sehr schmal, sie brauchen auch so gut wie gar kein Volumen. Und dementsprechend können wir mit der, gleich lauft die Tür gerade mal nach, können wir mit der Unterstützung der Subwoofer, die wir unsichtbar in den Bänken verbaut haben, ein extrem gutes Klangerlebnis erzielen, das aber nicht gerichtet wirkt, sondern der Klang steht im Raum und klebt nicht am Lautsprecher. Das war so eines unserer Ziele. Wenn wir jetzt von Klang und Musikwiedergabe reden, fällt natürlich auf, dass das Ganze hier die Anmutung von Akustikpanelen hat. Das ist auch bewusst so gesucht, weil wir vermeiden wollten, dass sich A, Reflexionen im Fahrzeug bilden und B, dass unsere Gespräche eben nach draußen dringen, beziehungsweise dass wir von außen gestört werden durch irgendwelche Geräusche, sei es Regen aufs Dach oder Windgeräusche oder ähnliches. Und es ist sehr viel an Dämmmaterial drin, mit dem wir eben versucht haben, Ruhe ins Fahrzeug zu bringen, was auch gut gelungen ist. Und das wird auf dem Video jetzt nicht zu erkennen sein. Wenn man den Kopf reinsteckt und mal redet, merkt man schon, es verhält sich ganz anders, als man es erwarten würde.
Darf ich kurz was zu den Boxen fragen? Die Gerne. würde ich jetzt auch als Autonormalverbraucher kaufen können hinten, die ihr verbaut habt? Wir sind jetzt dabei, die Packages zu definieren, wie wir die abgeben können. Ja. Und ein Edelstahlgrill ist jetzt vielleicht ein bisschen teuer. Ja, okay. Deswegen wird es dann auf Kunststoffvariante gehen, aber die werden zu kaufen sein, so dass man die eben entsprechend auch nachrüsten kann. Super. Was eins unserer Ziele ist. So, dann haben wir oben ein LED-Panel drin, das recht viel Licht macht, was auch zur Musik Licht machen kann, wenn ich das wünsche. Denn das sind ja schließlich unsere Wurzeln und hin und wieder ein bisschen Spaß macht ja auch macht auch nichts aus. Und wir haben verschiedene Möglichkeiten hier. Wir haben bewusst das Tageslicht von oben draußen gehalten, weil es primär für uns erstmal ein Arbeitsplatz ist und sekundär ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer oder sowas. Und deswegen wollten wir eben den Lichteinfall möglichst gut kontrollieren, so dass sich A, das Ding nicht aufheizt und B, natürlich, dass ich nicht irgendwelche unerwünschten Reflexionen dann von oben habe. Lässt sich auf die Weise darstellen. Wir haben rechts und links Komplettvergasung, was man auch nicht sieht, was nicht ins Auge fällt. Aber auch das ist wiederum A, dem Sichtschutz geschuldet. Ich will ja nicht, dass mein Nachbar guckt, was ich da auf meinem Bildschirm treibe. Ist nicht immer so gut. Und auf der anderen Seite, ich will auch nicht, dass so viel Licht reinkommt. Wir haben also eine 50-prozentige Abschattung erzielt, so dass wir eben die Temperatur einigermaßen unter Kontrolle haben. Wir können das Ganze aber noch um eine Klimaanlage ergänzen. Die Lüftungsschlitze sind hier schon vorgesehen, sind aber nicht die klassischen Viereck oben und in alle Richtungen pusten, sondern es ist tatsächlich entsprechend aerodynamisch auch berechnet worden, dass wir eben eine optimale Luftverteilung haben und nicht irgendwo kalte Luft im Nacken, die mich dann irgendwie außer Gefecht bringt, wenn ich mal 2-3 Stunden gearbeitet habe. Dann sehen wir in der Mitte ein zentrales Element, jetzt noch Prototypstatus, unseren Tisch. Er kann in sämtliche Richtungen bewegt und gedreht werden. Da hängen jetzt noch so hässlich Kabel dran, das wird sich ändern. Da haben wir eine Mechanik, die ohne Kabel auskommt. Wir können hier bequem mit 4 bis 6 Leuten sitzen, wenn es denn sein soll. Und das Ziel jetzt bei dieser Variante wäre auch, dass der Tisch dann theoretisch komplett im Boden verschwinden kann? Genau. Genau, okay, weil es wird dann mutet ja so an, als wenn man ihn da genau verschwinden lassen kann. Nee, deswegen auch diese Beinkonstruktion, die kann dann komplett ausklappen, wird bodengleich und dann kann ich aus dem Staukasten links mir meinen Lattenrost holen, über die Bänke rollen und dann habe ich jetzt experimentieren wir gerade mit einer Aufblasmatratze, die sehr schnell aufbläst und wieder runtergeht, ja, dass ich eine Liegefläche von 1,40 mal 2 Meter habe. Oh, okay, toll. Und durchaus bequem. Dann haben wir an weiteren Features, gehen wir vielleicht einfach mal rum. Die Staufächer haben wir ja schon gesehen in den Türen. Das ist unsere Küche. Die ist jetzt mal ein bisschen aus dem Rahmen gefallen. Einfach aus dem Grund, wir denken, wir richten uns hier an Schönwettercamper, weil bei Regen wird keiner mit richtig Begeisterung losfahren und irgendwie draußen stehen wollen und arbeiten. Das ist eher eine Sache bei Schönwetter und bei Schönwetter kann ich auch draußen kochen. Ohne dass ich mir halt die Gerüche reinhole, ohne dass ich zum Beispiel die Person, die drinnen arbeitet, störe. Und ein wichtiger Gedanke ist ja auch, wenn ich das Fahrzeug mal beladen möchte mit Lebensmitteln, wäre der Kühlschrank, der dann hier noch kommt, auch von außen zugänglich. Das heißt, ich muss nicht die dreckigen Schuhe erst ausziehen, sondern kann alles in den Kühlschrank abladen. Und auch entsprechend, wenn ich draußen sitze, habe ich gleich Zugriff, muss nicht erst wieder ins Auto klettern. Hier sieht man nochmal die Verglasung, entsprechend mit dieser Klimaschutzfolie versehen. Und es ist tatsächlich so, man sieht ohne Verdunklung schon kaum was drinnen passiert. Was für uns natürlich ein wichtiges Thema ist. Absolut charmant, ne? Weil man ist in so einer Art Stealth-Camper unterwegs und man sieht theoretisch, wenn ihr nicht so einen Aufbau da, was auch immer. Du meinst unseren extravaganten Dachtträger? Genau, dann würde man ja auch noch nicht mal erkennen, dass es überhaupt ein Fahrzeug ist, in dem man sich theoretisch aufhalten kann. Genau, also wir haben jetzt tatsächlich die Latte etwas hochgelegt und gesagt, wir wollen 4 Tage Autarkie mit moderaten Klimaanlageneinsatz erzielen. Dazu brauchen wir 4 Solarpanels oben, dazu brauchen wir 860 Ampere-Stunden unten. Und dafür ist der Dachträger ausgelegt. Ja. Nur wie so oft im Leben ist die Ware noch nicht gekommen. Deswegen stehen wir jetzt halt nur mit dem Träger da. Ja gut, das ist ja momentan generell das Problem. Ne? Nicht nur, dass die Preise durch die Decke schießen, sondern dass halt auch natürlich die Begehrlichkeiten groß sind und die Lieferengpässe nach wie vor immer noch da sind. Ne? Ja, und selbst wenn man Ware hat, findet man keinen, der damit arbeiten kann, weil die sind alle ausgebucht oder suchen gerade nach Angestellten. Ja, okay.
finster. Darf ich dann mal so fragen, habt ihr den Entwurf selber bei euch jetzt gemacht? Weil der ist ja extrem extravagant, sehr, sehr besonders, wirklich sehr asiatisch angehaucht, minimalistisch. Also wir hatten tatsächlich Unterstützung von unserem japanischen Designteam, die so einen allerersten Entwurf zusammengebaut haben. ja, Und dann haben wir hier ein deutsches Designteam dran gehabt, was eben aus der Automotive-Branche kommt und nicht aus der Wohnraumgestaltung oder irgendwo anders her, sondern wirklich da mit Gesichtspunkten aus dem Automotive-Bereich das Ganze zu einem baubaren Konzept weiterentwickelt. sehr schick, sehr schick. Ja, wir haben halt viele Jobs schon entdeckt, die man tatsächlich hier abbilden könnte, sei es jetzt Content Creators wie Podcaster, wie YouTuber, denen man eben den Schnittplatz in der Form von dem großen Bildschirm da bieten kann. Und geht weiter zu Coaches, zu Immobilienmaklern, die eben vor Ort bei ihren Kunden direkt mit ihrem Büro vorfahren und da entsprechend Kundengespräche führen können und so weiter und so fort. Aber wir denken, auf lange Sicht ist es auch ein Incentive, dass der Arbeitgeber zum Beispiel seinen Angestellten bieten kann, indem er sagt, pass mal auf, hier ein Stück Arbeitszimmer, damit kannst du jetzt mal eine Woche durch die Gegend fahren, liefer dein Zeug ab, 8 Stunden am Tag. Und was du dann machst, ist mir egal. Und denke mal, das ist eine Art der Workation, die kann sich durchaus durchsetzen, weil sie den Vorteil hat, ich verbrenne keine Urlaubstage. Und das ist so einer der Hintergedanken, die wir jetzt mittragen wollen. Und wo wir dann auch darüber nachdenken, tatsächlich solche Angebote mal bewusst an Firmen zu machen, vielleicht auch im kleinen Stil zu vermieten. Toll, ja. Das ist so Kann man sich auf jeden Fall vorstellen. ein anderer Gedanke, der da mitspielt. Wie gesagt, mit einem Reisemobil klassisch wollen wir gar nicht konkurrieren. In Urlaub und Ferien kennen sich andere besser aus, seit vielen Jahren. Und machen das auch sehr gut. Das ist nicht unser Anspruch. Unser Anspruch ist eben einmal unsere Technologie zu zeigen, wie die Lautsprecher, wie diese ganzen Lichtgeschichten und sowas. Hier oben sieht man noch ganz schön eine der Kameras. Die ist für unser 360-Grad-System, so dass wir eben das Fahrzeug komplett von allen Seiten sehen können bei Einparkmanövern. Und das Ganze auch mit einer virtuellen 3D-Ansicht noch, dass man wirklich sicher ist beim Fahren, beim Manövrieren, gerade wenn man nicht gewohnt ist, mit so einem großen Fahrzeug zu fahren, um da das Leben einfacher und sicherer zu machen. Dann haben wir an Technik von uns noch unser 11-Zoll-Gerät drin mit Navigation, so dass man eben sicher ans Ziel kommt, gut unterhalten ist und das auch entsprechend noch als Quelle für das weitere Entertainment nutzen kann. Wenn du dann noch mal kurz nach oben schwenkst, dann siehst du unseren elektronischen Rückspiegel. Genial. Der uns eben die Möglichkeit bietet, auch auf der Autobahn mal zu erkennen, was ist denn hinter uns los. Der wäre so theoretisch auch nachrüstbar für jedes Wohnmobil, ne? Ganz genau, ganz genau. Also das ist jetzt unser nächstes Ziel, dass wir den für Europa homologisieren und dann auch möglichst bald auf den Markt bringen. Oben sieht man noch die Abzugshaube für die Küche. Auch das ist nochmal ein Punkt. Wenn mal schlechtes Wetter ist, dann kann ich eben auch drinnen kochen. Ja, kleines Highlight haben wir dann hier noch versteckt. Weil auch die Hygiene soll ja nicht zu kurz kommen. Wir haben hier eine Dusche, die ist tiefer, sodass auch unser 1,95-Chef da noch ohne weiteres duschen kann. Man kann sich auch bewegen, auch mal unter den Armen waschen, ohne dass man raustreten muss. Und hier unten haben wir dann noch eine Glesana versteckt, die man entsprechend dann auch bei Bedarf rausholen. Ist denn da jemand schon mal von euch mit unterwegs gewesen? Schuldig im Sinne der Anklage. Sehr gut, sehr gut. Das ist natürlich was ganz, ganz Besonderes auf jeden Fall. Also es würde jetzt halt auch so in dem Status, wie ihr ihn hier gebaut habt, auch schon funktionieren und man könnte so auch schon theoretisch mit unterwegs sein. Nee, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist ein Prototyp, das heißt, die ganzen Fächer sind nur angedeutet. Okay. Die sind noch nicht nutzbar. Und gewichtsmäßig sind wir halt auch noch im Bereich jenseits von Gut und Böse. Wir haben die Auflastung alles gemacht, aber wir müssen trotz allem noch abspecken, weil manchmal möchte man auch mit vollen Tanks losfahren. Ja, okay. Und da sind wir noch nicht ganz. Aber wie gesagt, wir entdecken nach und nach Sachen, die gut ankommen, Sachen, die weniger gut ankommen, wo man dann auch abspecken kann und entsprechend darauf hinarbeitet. Ja, klasse. Da bin ich mal gespannt, wie es weitergeht mit Alpine. Ja. Begleite uns weiterhin, Marco. Nicht nur, was eure Technik angeht, sondern natürlich auch, was eure Ambitionen in den Fahrzeugbau angeht, weil das ist schon mal auf jeden Fall ein sehr gelungenes Konzept. Das gefällt mir sehr gut und
Ich bin echt gespannt, ob ihr das so serienreif kriegt. Das wäre auf jeden Fall mal ein echtes Highlight. Na, danke schön. Klasse, Das Team wird sich Dank. freuen. Super, danke dir, Marco. Super. Ich war ja schon auf der Messe in Wels und ich habe ein ganz besonderes Fahrzeug dort gesehen, gerade was diesen Aufbau angeht, aber auch was den Innenraum angeht. Und ich bin hier auf dem Stand und habe jetzt hier einen jungen Mann an meiner Seite, der ein bisschen was über dieses Fahrzeug mal erzählen kann und möchte. Ja, hallo, ich bin der Stefan von Cargo Clips. Wir haben hier unseren Vorführwagen, den M1 TGE als Allrad mit unserem Loft verbaut. Das Castello Loft ist wie ein zweiter Raum. Es ist ein neuartiges Dachzelt mit festen Wänden, das sich elektrisch öffnet und schließt. Ziel war es, wie gesagt, einen vollwertigen zweiten Raum zu schaffen, der isoliert ist, in dem man sitzen kann. Also es hat innen 1,10 Meter Höhe, dass ich praktisch ein großes Bett habe. Das Bett hat 1,95 mal 1,45 Liegefläche. Wow, okay. Und einfach auch Sicherheit biete. Ja, es ist nicht was anderes wie ein klassisches Zeltdach, sondern einfach ein festes Dachzelt. Absolut. Also da erkennt man auch, wo der Hersteller sitzt, ne? Weil ich kann ja dann theoretisch auch im Winter unterwegs sein und Genau, das ist absolut wintertauglich. Wir legen auch auf Wunsch eine Warmluftleitung nach oben von der Standheizung, dass es zusätzlich beheizt wird, das Ganze. Und kann auf jedes Fahrzeug nachgerüstet werden. Ah, okay. Also das macht ihr auch? Das machen wir auch, okay, ja. Perfekt. Die Basis ist, dass wir dann eine Yacht-Schiebeluke einbauen als Dachfenster, wo man dann durchsteigen kann von innen, dass es praktisch von innen begehbar ist. Ja. Ich habe auf beiden Seiten Fenster mit Fliegenschutz und Verdunkelung. Und auf Wunsch fräse ich an den Seitenwänden auch noch Lüftungsschlitze ein, auch mit Mückenschutz. Das ist alles Kundenwunsch. Oder ich mache auch seitliche Fenster rein. Das wird alles mit dem Kunde individuell definiert. Auch die Folierung innen, außen ist alles nach Kundenwunsch. Toll. Die Haube wird lackiert in Wagenfarbe oder wie der Kunde das auch immer haben will. Was mich nämlich immer an diesen Aufstelldächern gestört hat, ist natürlich diese Regen- und Windanfälligkeit. Ne? Gerade wenn der Balk dann nass geworden ist, dann muss man den ja immer wieder trocknen. Und ich glaube, diese Vorteile, die habt ihr hier absolut. Das ist beispielsweise so ein kleines Modell. Und hier sieht man, dass immer diese Dinge überlappen, das andere Profil. Und dann kann das Wasser immer entsprechend ablaufen. Für das Ganze. Und das Material, das sieht man hier, das ist eine Platte aus Sandwich Dibond mit PU-Schaum und die hat die gleiche Dämmwirkung wie 30 cm Ziegelwand oder 40 mm Amaflex. Also das ist schon, und hat nur 3 Kilo pro Quadratmeter. Kann man da was zu dem gesamten Dach erzählen, was das so ungefähr wiegt? Das hat 200 Kilo, das Dach. Wir hätten es gern leichter gemacht, aber es ist einfach von dem Material und der Größe nicht anders darstellbar. Ja. Und ihr habt ja auch einen speziellen Ausbau hier, ne? Also man sieht ja jetzt hier auch eine andere Materialität generell zu dem Fahrzeug. Auch da seid ihr einen anderen Weg gegangen. Unsere Basisfirma ist ja Cargo Clips. Also das Loft ist nur ein Zusatzprodukt von unserem ganzen Ausbausystem. Wir haben das Cargo Clips System haben wir entwickelt vor 6 Jahren. Wir bauen die Fahrzeuge individuell aus. Das heißt, wir haben eine Lochwanddeckenverkleidung mit diesen Löchern und kann in jedes Loch, das können wir hier zeigen, kann in jedes Loch diese Clips werkzeuglos eindrehen und schaffe hiermit die Verbindung mit M6 zwischen der Wand und dem Modul und der eigenen Idee. Diese Fahrzeuge, die wir haben, das sind nur Grundrissvorschläge. Ihr habt 4 verschiedene Küchenmodule, ihr habt verschiedene Bettsysteme, Kühlsysteme, Toilettensysteme
Duschsysteme. Und so baue ich mir meinen eigenen Grundriss oder mache das selber. Wenn das Grundsystem mal drin ist, kann ich auch selber kreativ sein durch das Ganze. Hier ist jetzt die Toilette hier vorne drin. Ah, okay. Weil das ist der einzige Platz, wenn 4 Leute in dem Auto schlafen, wo man nachts, wo jeder hinkommt, ist jetzt die Glesana als Verschweißtoilette. Ja. Also wir haben immer einen Platz für eine Chemie oder für eine Trenntoilette. Und Dusche ist so, dass wir haben jetzt die klassische Duschkabine haben wir nicht. Also, weil das einfach modular nicht darzustellen ist. Ja. Wir haben aber mobile Duschkabinen. Wir haben eine Rollkabina mit einem mobilen. Wir haben immer eine Außendusche. Wir haben beheizte Duschen. Das haben wir alles. Aber diese klassische Nasszelle, die haben wir noch nicht im Programm. Also wir arbeiten dran, aber die wird dann auch nicht modular sein, weil du kannst es einfach technisch nicht modular darstellen. Ich baue 100 Autos im Jahr und baue 100 verschiedene Autos. Ja. Das siehst du, wie individuell jeder Mensch ist. Ja. Absolut, absolut. Das- Also jeder Camper ist da ja in der Tat sehr individuell unterwegs, auf unterschiedlichste Art und Weise. Von daher, ich finde es eine tolle Idee. Und wahrscheinlich ist es natürlich auch aufgrund dieser Löcher ein bisschen weniger Gewicht. Ja, die Löcher haben viel, also ich spare mir eigentlich Gewicht. Die Löcher haben eine tolle Hinterlüftung von dem System. Ich habe kein Schwitzwasser und ich habe keine Schimmelbildung, aber viel weniger Kondenswasser. Ich habe die Löcher brechen den Schall. Das heißt, ich habe ein ganz angenehmes Raumempfinden und ich kann laut Musik hören oder mich anschreien. Man hört draußen nichts. Ja. Ich isoliere auf Wunsch mit Schafswolle. Die Schafswolle muss atmen. Das bietet die Löcher natürlich auch, das Ganze. Und also die Löcher haben mehrere Funktionen. Wir haben auch kein Chemie, kein Plastik, kein Sprühkleber. Wir haben nur das Naturprodukt Holz. Und das war auch nur geölt mit einem Bioöl, Okay. das auch für Kinderspielzeug geeignet ist. Und vom Gewicht her ist es so, dass bei uns immer das Gewicht dargestellt wird. Also in jedem Angebot sieht man, wie schwer das ist. Und da muss man einfach schauen, geht es noch? Und mit 3,5 Tonnen oder muss ich auflasten? Ich meine, hier habe ich ein 4x4 für 4 Leute, 4 Sitze, Loft, bin ich eigentlich bei 4,2 Tonnen. Ja, Die Physik, ist ja die auch- Physik können wir auch nicht besiegen. absolut. Ja. Ist ja auch kaum Aber- realisierbar. Aber das ist jedes Auto ist unterschiedlich und das besprechen wir mit dem Kunden, Ja. ob es noch für 3,5 Tonnen geht. Zu 99% sind es da alles 3,5 Tonner oder ob man halt eventuell auflassen. Und ich muss ja nochmal doof nachfragen gerade. Ist es dann möglich, habe ich das richtig verstanden, dass ich theoretisch auch sagen kann, ich schraube mir jetzt diese Oberschränke raus, weil ich mal irgendwas transportieren will? Genau. Die genau. sind einfach nur so Genau, in diesen das- Löchern festgeschraubt und dann habe ich die Möglichkeit hier Genau, das ist individuell, selbst wenn ich zu Hause bin, mir meinen Grundriss zu basteln mit dem Modul. genau. Oder nachzukaufen. Okay, ja, klasse. Weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt ein Bett und eine Küche Ja. und dann sage ich, jetzt fahre ich weg und jetzt kaufe ich mir noch einen Hängeschrank nach oder einen Stauschrank oder ein anderes Modul. Also multiflexibel. Okay. Ja, Auch gerade für Gewerbetreibende, die sagen, okay, ich nutze es auch für die Arbeit, dann kann ich das Auto über die Firma laufen lassen und Absolut, habe auch ja. die Möglichkeit, es als Reisemobil zu nutzen. ja, das ist auf jeden Fall toll. Definitiv. Und kann man so grob mal einen Preis erfahren, was würde ich denn jetzt zahlen, wenn ich auf meinen Sprinter so ein Dach drauf habe? Gut, das Dach kostet 20.000. Ja, okay. Da kommt noch die Schiebeluke dazu mit 2.000, also bist du bei 22.000 für das Loft. Okay. Ja. Da ist eine Hausnummer, aber ich würde es auch gerne billiger machen, aber die Materialien und alles, die Rechnung, also das Controlling lässt leider keinen anderen Preis zu. Aber es ist auch viel Arbeit, wo da drin steckt. Also Ja, es ist gut, nicht- das glaube ich. Und Und man die hat natürlich Wertigkeit. schon einen gewissen Mehrwert, Ja. haben wir darüber gesprochen. Ich kann halt im Winter unterwegs sein, ich kann das Ding oben heizen, anders als das jetzt bei diesen Zelt-Bike-Dingern ist. Also ich bin regenunabhängiger, klar, ist eine Hausnummer, aber die Preise explodieren ja ohnehin gerade überall. Also das ist Ja, wobei es ist ja eigentlich ein Plateau erreicht. Gut, es hat sich eigentlich viel, die Preise sind enorm gestiegen, Ja. aber man merkt jetzt, dass der Plateau erreicht worden ist. Also es wird jetzt nicht mehr teurer, aber ob es viel billiger wird, weiß ich nicht, aber es ist schon enorm. Aber einfach jeder, ich meine, die Autoindustrie hat die haben die Preislisten explodieren lassen, Ja. haben die Rabatte zusammengestrichen. ja. Was willst du da machen? Da Das kann man ist- kaum was wie weitergehen. Das ja. stimmt. Ja. Und Holz hat sich die letzten Jahre vervierfacht. Gut, ist jetzt auch erreicht, ja. Jetzt Ja. wird es ein bisschen wieder billiger, aber
es bleibt trotzdem auf einem hohen Niveau. Ja. Ja, also das ist ja hier echt ganz spannend, ne? Mit einer Etage oben drauf. Klar, 20.000 € ist auch echt eine Hausnummer, aber es fühlt sich auch an wie ein kleiner entstandener Raum hier oben nochmal zusätzlich. Und das mit dem Heizen ist natürlich auch ein Thema. Ziemlich cool. Ist auf jeden Fall gemütlich. So Leute, ich bin hin und weg und schaut euch das an. Wir haben eine Trockentrenntoilette gefunden und sogar jemanden, der uns da was zu erzählen wird. Ist das nicht fantastisch? Moin. Moin. Sven. Stell dich mal vor, genau. Ja, Sven Moin, ist mein Name von den Awingern. Moin. Und ja, ich habe was erfunden, die Kassettentrenntoilette. Absolut spannend. Das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Sehr gerne. Also wir machen aus der, dann war das ja noch gar nicht richtig hier. Wir machen aus der Chemietoilette eine Trenntoilette. Das heißt, wir nehmen das Innenleben hier raus, wenn du, weiß nicht, ob du näher rankommen willst und das im Detail gleich nochmal filmen willst. Wir machen daraus eine Trenntoilette, indem wir das Innenleben hier tatsächlich rausnehmen und unser Innenleben reinpacken. Das heißt, hier eine Trenntoilette funktioniert ja folgendermaßen. Ich habe vorne das Flüssige, hinten das Feste. Das Flüssige läuft hier vorne durch einen Trichter, dann in die Kassette hinten rein und hier hinten das Feste, das fällt einfach gerade runter, da hilft einfach die Physik. Das, was wir hier oben trennen in der Toilette, müssen wir auch unten trennen. Dafür haben wir die Möglichkeit, diese Kassette aus dem Kassettenfach zu nehmen, also wirklich von außen auch zu bedienen. Das Feste geht hier vorne rein, wo eine Tüte reinkommt mit Streu und dementsprechend trocknet das dann aus und riecht dann auch nicht. Das Flüssige läuft hier oben rein, geht über einen Schlauch von dem Trichter, den wir eben gesehen haben, in die Kassette rein. In den hinteren Teil 7,7 Liter reicht für 25 Toilettengänge ungefähr. Man muss vielleicht bei der ganzen Geschichte auch nochmal betonen, jeder, der von Autarkie träumt, jeder, der so ein bisschen länger auch mal ohne Campingplatz unterwegs sein möchte, der kommt an einer Trockentrenntoilette eigentlich nicht dran vorbei. Genau. Und der signifikante Vorteil, den wir haben, ist, wir bauen nicht das Badezimmer um, sondern nur die Chemietoilette oder die Wassertoilette. Das geht innerhalb von 30 bis 45 Minuten. Kannst du auch selber machen am Ende des Tages. Kannst du auch, so wie ich verstanden habe, habt ihr immer wechselnde Fahrzeuge, kann man auch erst hinbauen. Und wenn man das Fahrzeug wieder abgeben möchte, kann man das auch wieder zurückbauen zur Chemietoilette. Das ist ja wirklich ein absoluter Mehrwert, den wir nochmal wirklich betonen müssen. Also ich kann theoretisch, wenn ich einen Camper habe, mit einem Chemieklo drin und mich nervt das mit der Chemie, dass ich die ganze Zeit immer extra entsorgen muss, dass ich einen Campingplatz suchen muss, wo ich wirklich auch fachmännisch das entsorge und nicht einfach ins Klo kippe. Da kann ich diese Toilette halt auch auf einen Chemieklo umrüsten. Genau, das ist eben die Kassettentrenntoilette, weil wir diese Kassette eben haben. Die Chemiekassette fliegt raus, das Innenleben fliegt raus und damit ist man dann fein. Wenn du einmal rumkommen magst, hier hinten ist ja die Serviceklappe. Und der Clou ist, wir können jetzt auch noch beides separat voneinander entsorgen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit hier, diesen Tank als solches abzunehmen. Das sind ja die 7,7 Liter Urin und die kann ich an jeder Raststätte, an jeder Toilette letztendlich ausgießen und wie gesagt, reicht für 25 Toiletten. Theoretisch könnte ich sie ja, also nicht, dass wir es wollen, aber theoretisch könnte ich sie auch an einen Baum heben, weil ich meine, Urin ist jetzt ja... Prinzipiell ja, würde ich tatsächlich aber auch nicht machen. Ich empfehle da wirklich eher die Toiletten als solches. Ja. Und den Feststoffbehälter, also quasi meinen Müllsack, der dann vorne ist, den kann ich ganz normal im Hausmüll entsorgen. Ne? Richtig, im Restmüll. Ich persönlich nehme hier vorne dann eine Tüte, die ich dann tatsächlich entsorge im Restmüll. Und das mache ich dann eben auch aus einer Raststätte oder so, idealerweise, weil da diese tiefen Mülleimer sind, wo dann auch keiner mehr mit meinen Hinterlassenschaften in Berührung kommt. Gerade wenn man viel unterwegs ist, dann kommt man ja auch mal an der einen oder anderen Raststätte vorbei. Absolut, absolut. Da hat man immer die Möglichkeit, gerade Müll, da ist man schon im Camper immer limitiert, es ist immer zu wenig Müll und den muss man so oder so entsorgen, aber man ist mit so einer
Trockentrenntoilette auf jeden Fall bedeutend flexibler. Und hier sogar echt zum Nachrüsten für ein normales Klo. Also wenn ihr eine normale Chemietoilette an Bord habt, dann kann man das mit diesem Teil relativ einfach nachrüsten. Genau. Was muss ich denn hier oben nachrüsten? Oder wie funktioniert das denn Das ist der dann? Umbausatz. Ich kann es dir gerne sonst auch nochmal an dem Teil selber zeigen, wenn Ja. du mitkommen willst. Super. Das hier ist der Umbausatz, der obere Teil des Umbausatzes, nämlich das sogenannte Sitzteil. Dieses Sitzteil besteht eben ist von der Größe her genau so, dass sie in die 220er oder in die 260er hineinpasst. Das sind die Modelle. Die kann man übrigens erkennen an der Kassette, an der Farbe der Deckel in der Kassette. Blau ist 220, orange ist 250 oder 260. Und dieses Sitzteil wird oben ausgetauscht. Ich nehme das aus der Bowl raus und klicke das dann wieder in die Bowl hinein. Das kann ich auch als Laie relativ Definitiv. problemlos. Definitiv. Du brauchst einen kleinen Kreuzschraubendreher, einen langen Schraubendreher und nachher für den Schlauch, um den einzukürzen auf die richtige Länge, noch ein Messer oder einen richtigen Schlauchtrenner. Alles andere ist Handarbeit. Also für mich das Highlight dieser Messe, absolut genial. Und Trockentrenntoilette finde ich auf jeden Fall eine Option. Da solltet ihr darüber nachdenken. Ihr müsst euch mal mit diesem Thema beschäftigen, weil chemiefrei unterwegs zu sein, ist auf jeden Fall ein riesengroßer Vorteil. Ist ja selbst auch ein Vorteil. Ich sehe halt immer ganz viel von diesen Biochemikalien, die man da reinkippen kann. Aber ich habe auch gehört, auch die haben natürlich einige negative Auswirkungen und sind jetzt auch nicht so grün, wie man denn doch immer sagt. Ne? Soweit ich gehört habe, ist das für die Klärwerke eine Herausforderung oder kann für Klärwerke eine Herausforderung sein, aber das ist gefährliches Halbwissen an der Stelle. Muss man auch tatsächlich nochmal intensiv recherchieren. Das kann ich aber in der Tat. Wir nutzen es tatsächlich nicht. Ja, okay. Ja, super, klasse. Sag mal, und da ist ja dann noch eine spezielle Frage, die vermutlich auch einige interessieren wird. Der Preis. So sieht's aus. 1199 für die 220er und die 250 und 260er. Da ist, wie gesagt, der gesamte Umbausatz dabei. Und 1399 für die 200er. Da liefern wir die gesamte Schüssel mit, weil sich bei der 200er die Schüssel nicht auseinandernehmen lässt. Und wir dort aber einen Adapter gefunden haben, womit man dann auch die alten 200er Toiletten umbauen kann. Seid ihr denn greifbar, wenn ich Fragen habe und nicht weiß, wie ich es bauen kann? Wo kann ich das beziehen? Habt ihr da... Camping Wagner ist eine Stelle und zum Einbau gibt es ab nächster Woche auf unserer Webseite eine Karte mit den Einbaupartnern. Wir schulen jetzt diesen Samstag im Rahmen der Messe 20 Einbaupartner in ganz Deutschland. Ein Teil davon online, ein Teil davon offline. Die sind hier in Hamburg und danach sind die alle verzeichnet. Wir haben in Österreich einen Partner, einen Einbaupartner in der Schweiz. Und ab übernächster Woche, wenn ich in Birmingham bin, dann schule ich noch einen englischen Einbaupartner, der in Birmingham dann auch die Toiletten umbaut. Das heißt, auch im Ausland wird man das machen können, dann umbauen lassen können. Großartig. Klasse. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Ja, für mich gerade ein bahnbrechendes Erlebnis hier, denn die Messe ist mal echt leer. Jetzt bin ich hier mal in einem Auto, das kostet 350.000 Euro. Dafür kann man oft in Urlaub fliegen, ne? Dafür kann man ganz schön viel Luxusurlaub machen und vor allem kommen ja noch die laufenden Kosten dazu, ne? Hier Campingplatz, Versicherung, Sprit. Kleiderschrank. Aber ist auf jeden Fall schön viel Platz, ne? Aber das ist natürlich viel, das habe ich hier. Wollen Sie mal ins Schlafzimmer gehen? Das ist auch schön da vorne. Ja, danke schön. Ja, gerne. Ja, aber dieses Dekor, ne? Das würde sich ja... Da poolen sich ja meine Fußnägel nach oben. Das ist ja... Und 350.000. Ja. Also ich habe bisher jetzt hier wenig Highlights gesehen, wo ich wirklich sagen muss, wow, also das ist mal ungewöhnlich, das ist mal echt was anderes. Die ganzen Camper haben hier in den meisten Fällen doch immer den gleichen Grundriss, es ist immer gleich aufgebaut. Wenig Neues, wenig Highlights. Hier sind aber auch keine Konzeptautos, keine Konzeptcars ausgestellt. Ja, es ist unfassbar leer hier. Und was ich ja noch sagen muss, ich bin ein bisschen irritiert. Ich hätte eine Wette gemacht. Und zwar wäre meine Wette gewesen, ich hätte gedacht, dass es in Zukunft viel mehr Slide-Out-Systeme geben wird, weil ich diese Slide-Outs einfach unfassbar praktisch finde. Da ergibt sich halt aus einem kleinen Fahrzeug plötzlich ein Riesenraum. Und ich muss sagen, hier jetzt auf der Messe ist kein einziges Konzept mit einem Slide-Out. Ich bin ein bisschen irritiert, warum das so ist. Ich hätte auf jeden Fall die Wette verloren und das wundert mich, weil generell finde ich das Konzept mit einem Slide-Out einfach nachvollziehbar. Und selbst wenn es nur so ein Slide-Out ist wie in unserem Buskonzept hier, was es relativ häufiger jetzt gibt,
sind die Aufstelldächer. Die klassischen Aufstelldächer mit dem Zeltbalk oder jetzt hier einfach die geraden Aufstelldächer. Aber trotz alledem, mir fehlt hier definitiv eine Weiterentwicklung, einen Sprung nach vorne. Und also aus meinem Empfinden wäre das definitiv Slide-Out. Einfach aus wenig mehr machen. Aber es ist nicht so. Findet man hier nicht. Und was wirklich auffällig ist, gerade jetzt hier auf der Messe, die Grundrisse sind alle identisch. Ich habe immer meine Sitzgruppe, dann habe ich das Bad dahinter und im Heck kann ich dann schlafen. Ich habe hier kein einziges Konzept gesehen, wo mal das Bad hinten im Heck ist. Also es sind alles die gleichen Grundrisse. Es sind wenig Highlights, finde ich. Also es ist relativ überschaubar und man ist auch relativ schnell durch. Ich glaube, die Highlights habe ich abgegrast. Ich gehe jetzt mal in die anderen Hallen rüber und guck mal, was da so los ist. Abseits der A-Hallen sieht das auch alles wieder ganz anders aus und für mich hat sich dieses Konzept noch nicht so richtig erschlossen. Ich weiß noch nicht so richtig, was sie hier machen. Hier hat halt jedes Land einen kleinen Stand und ich kann mich dann darüber informieren, wie es wäre, wenn ich hinfahren würde. Also eigentlich Werbung für die Länder jeweils. Auch teilweise für Wohnmobilreisen. Unter anderem hier hinter mir ein ADAC-Stand oder hier ist auch ein Stand, wo man sich informieren kann, wie es mit dem Wohnmobil in den USA wäre. Man kann sich auch so ein Wohnmobil mal anschauen, aber schlussendlich, also so richtig kann ich hier irgendwie nichts mit anfangen. Das ist, ja, fühlt sich so an, also zumindest für mich, wie so ein Platzhalter. Ne? Man wusste nicht so genau, was man mit diesen Hallen machen soll. Und dann hat man halt gesagt, ach komm, weißt du was, wir machen mal hier so eine kleine Art Reisemesse, wo man sich dann informieren kann. Und eine Halle weiter sind nochmal so ein paar Fressstände. Da kann man dann halt essen. Es ist schon dunkel geworden. Ja, das war's. Die Wohnmobilmesse bzw. Freizeitwelten in Hamburg. Eigentlich wollte ich solche Videos ja gar nicht machen, aber ich dachte mal, wenn so eine Messe direkt vor der Haustür ist, dann muss ich auch mal hinfahren und mal ein paar Konzepte filmen. Ja, ich war nicht so begeistert. Man hat jetzt hier nicht so innovative und tolle neue Campervan-Konzepte gesehen. Es gab keine oder wenig Studienfahrzeuge. Die es gab, die habe ich gefilmt, die habe ich euch gezeigt. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Was mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat, und das gehört natürlich zu so einer Messe auch immer dazu, waren die Gespräche. Ich habe sehr tolle neue Leute kennengelernt. Und ja, vielleicht seht ihr das jetzt. Vielen, vielen Dank für die tollen Gespräche. Hat mich sehr gefreut, euch kennengelernt zu haben. Und für alle anderen, die jetzt nur das Video angeguckt haben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Leute, es ist mal ein anderes Format gewesen, ich weiß, ich wollte es eigentlich nie machen, aber diesmal hier aus und in Hamburg Freizeitwelten mit Campervans. Es ist ganz schön kalt, oh, mir tränen die Augen. So, an der Stelle, macht es gut, haltet die Ohren steif bis zum nächsten Video und glaubt mir, beim nächsten Video wird auch alles wieder anders, denn beim nächsten Video werden die beiden Damen wieder neben mir sein. Wir werden wieder die altbewährten Konzepte machen. Das war ein kleiner Ausflug zur Freizeitmesse hier in Hamburg. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Macht es gut. Bis zum nächsten Video.